Hallo Leute, da bin ich wieder. An unserem Geberit-Unterspülkasten hat sich die Befüllung der Toilettenspülung sehr stark verlangsamt. Es scheint, dass einiges im Spülkasten verschmutzt und verkalkt ist. Das Auffüllen dauert ewig. Man kann deutlich hören, wie langsam das Wasser fließt. Ich werde das Ganze jetzt zerlegen, um die Ursache zu finden. Der Deckel mit den Druckknöpfen geht ganz einfach ab. Man greift ihn von unten, schiebt mit beiden Händen nach oben und zieht dann den Deckel zu sich. Der Halterahmen kommt nun zum Vorschein und der wird in diesem Fall nur von diesen zwei Schrauben gehalten. Der Rahmen kann bei anderen Modellen anders ausfallen. Da sind statt Schrauben Stifte verbaut, die nach oben und unten entrastet werden und dann zwei Hebel links und rechts verdreht werden müssen. Um den Rahmen jetzt abzubekommen, muss nur noch diese Arretierung entfernt werden. Die ist nur links und rechts verrastet. Jetzt kann der Rahmen ganz einfach entfernt werden. Um das Innenleben des Spülkastens zu sehen, muss nur noch diese Abdeckplatte entfernt werden. Die ist nur links und rechts verklemmt und geht ganz einfach ab. Ihr dürft natürlich nicht vergessen, das Wasser am Ventil abzudrehen. Die Spülhebeleinheit ist auch nicht schwer auszubauen. Einfach nur ausrasten und nach oben schieben. Die beiden Druckhebel aus der Halterung der Heberglocke aushängen und ihr könnt die ganze Einheit ganz leicht ausbauen. Der Spülkasten wurde 2007 eingebaut und das ist das erste Zerlegen. Dementsprechend sieht das ganze Innenleben natürlich auch aus. Das ist die Schwimmeinheit und die muss raus. Das Ganze ist nur an dieser weißen Halterung eingerastet. Die Einrastung mit dem Schraubenzieher eindrücken und den Schwimmer nach oben schieben. Vorher noch die Wasserleitung am Ventil abschrauben. Das war's schon. Naja, nach 12 Jahren sieht das Ganze natürlich nicht gerade appetitlich aus. Die Heberglocke möchte ich natürlich auch ausbauen und richtig reinigen. Aber um die ausbauen zu können, muss erst diese Halterung entfernt werden. Bei uns am Haus ist vor kurzer Zeit die Hauptwasserleitung gesetzt worden. Wie man sieht, ist nach der Wiederinbetriebnahme auch viel Sand und Rost in die Leitung gespült worden, was auch zum Verstopfen des Schwimmers geführt haben kann. Alle ausgebauten Teile werde ich natürlich gründlich reinigen und wenn nötig auch entkalken. Das gleiche mache ich auch mit dem Innenleben des Spülkastens. Da schütte ich großzügig Entkalker hinein. Wie man gut sehen kann, ist hier auch jede Menge Dreck, Rost und Sand drin. Bevor ich den Schwimmer zerlege, lasse ich ihn erst eine Weile einweichen und beginne dann erst mit einem Schwamm den Dreck, die Verkrustung und die Verkalkung zu entfernen. Der Wasserzulaufschlauch wird auch aufgeschraubt und alles innen drin gründlich gereinigt. Am Schlauch ist am Kunststoffteil ein Sieb verbaut. Später im Video ist gut zu sehen, wie viel Dreck da noch rauskommt und wieso das Befüllen der Toilettenspülung so lange gedauert hat.
Die Schwimmereinheit selbst lässt sich, wie hier im Video gut zu sehen, ganz einfach zerlegen. Und im zerlegten Zustand lässt sich das Ganze auch viel besser reinigen. In dieser Einheit sitzt auch eine Dichtung, die sogenannte Hutmembran. Die Einheit sorgt dafür, dass, wenn genug Wasser im Spülkasten ist, es aufhört zu fließen. In den meisten Fällen hält diese Dichtung im Durchschnitt 4 bis 5 Jahre. Aber oh Wunder, selbst nach 12 Jahren ist die Dichtung zwar schmutzig und dreckig, aber nicht gerissen. Nachdem alles am Schwimmer gereinigt wurde, können wir mit dem Zusammenbau wieder starten. Die Hutmembran wieder richtig einbauen und dann die ganze Einheit am Schwimmer wieder befestigen. Das gleiche macht ihr natürlich auch mit den restlichen ausgebauten Teilen. Alle benötigten Teile wie die Hutmembrane oder die Schwimmeinheit werde ich in der Videobeschreibung verlinken, falls jemand Teile benötigt. Vorhin habe ich erwähnt, dass in dem Wasserzulaufschlauch ein Sieb verbaut ist. Und beim Durchspülen des Schlauches kann man noch deutlich sehen, wie viel da noch Dreck und Steinchen ausgespült werden. Dann ist es natürlich auch kein Wunder, dass die Befüllung der Toilettenspülung so lang gedauert hat. Ja, nachdem das Sieb nun auch sauber ist, kann der Wasserschlauch wieder an den Schwimmer geschraubt werden. Ja, mittlerweile hat der Entkalker den Spülkasten auch schön sauber bekommen. Ich habe ihn noch ausgespült und jetzt können die Einheiten wieder eingebaut werden. Erst kommt die gereinigte Heberglocke rein und dann muss natürlich die Heberglockenhalterung wieder angeschraubt werden. Jetzt kommt noch der Schwimmer rein. Wie vorhin schon erwähnt, der Schwimmer hängt nur an der weißen Halterung an der Spülkastenwand. Einfach nur reinstecken und nach unten schieben, bis der einrastet. So sitzt. Jetzt noch die Wasserleitung am Ventil anschrauben, richtig anziehen und das Ventil öffnen. Die Spülhebeleinheit wird jetzt wieder so eingebaut wie ausgebaut. Die Heber müssen in die Heberglocke eingesteckt werden und dann die Spülhebeleinheit einfach wieder in die vorgesehene Stelle einschieben und einrasten lassen. Jetzt wird nur noch die Abdeckplatte eingeschoben und dann der Halterahmen mit den 2 Schrauben befestigt. Diese ganzen Sachen habe ich natürlich auch vor dem Einbau gründlich gereinigt. Wie gesagt, den Rahmen mit den 2 Schrauben befestigen und dann nur noch diese Orientierung einrasten. Jetzt ist es fast vollbracht. Jetzt nur noch den gereinigten Deckel wieder montieren.
den Deckel unten an den 2 Federn ansetzen, nach oben schieben und dann, wenn es oben anliegt, nach unten wieder drücken. Das war's. Jetzt noch den Spültest machen, um zu sehen, ob auch beide Druckknöpfe funktionieren. Ja, alles wunderbar. Und wie man auch gut hören kann, läuft das Wasser jetzt auch viel schneller. Ja, ich hoffe, das Video konnte helfen. Hat euch gefallen? Wenn ja, würde ich mich über Kommentare, einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Danke!